David und Gregor, zwei Freunde aus Glasgow, waren zum Wandern in die Highlands gekommen, um dem Alltagsstress zu entfliehen und die frische Luft der Natur zu genießen. Sie hatten sich ein verstecktes Plätzchen in einem weitläufigen Waldgebiet ausgesucht. Der Duft von Kiefern und feuchter Erde lag in der Luft. Plötzlich, fast unhörbar, vernahmen sie ein leises Wimmern. Erst dachten sie, es sei der Wind, der durch das Gestrüpp rauschte. Doch das Wimmern wurde lauter, fast wie ein Tier in Not. »Hörst du das?« flüsterte David, und Gregor nickte zustimmend. Sie konnten in der Dämmerung nichts sehen, doch der Klang des kleinen, hilflosen Wesens zog sie unweigerlich an. Sie bewegten sich vorsichtig in Richtung des Lautes, Schritt für Schritt, ihre Herzen schlugen schneller. Das Wimmern kam nun deutlich aus einer Richtung, doch die Quelle blieb verborgen. Dann entdeckten sie, eine tiefe Spalte im Erdboden, verdeckt von einem dichten Grasbüschel. »Da muss es herkommen«, sagte David und kniete sich hin. Der Anblick der Spalte löste in ihm eine Mischung aus Besorgnis und Mitgefühl aus. Gregor nahm sein Handy hervor und filmte, während David vorsichtig begann, das Gras an der Kante der Spalte wegzuziehen. Es wurde immer deutlicher, dass dort tatsächlich etwas gefangen war. Mit zitternden Händen streckte David seine Hand in die Öffnung. Es war kalt und feucht. Er spürte etwas Warmes und Zartes in seinen Fingern. Mit größter Vorsicht zog er ein kleines Lamm aus der Spalte. Es war nur wenige Wochen alt, völlig entkräftet und voller Angst. Als das Lamm festen Boden unter den Füßen spürte, stand es auf, wackelte auf seinen Beinen und rannte direkt auf eine Schafmutter zu, die unweit des Spalts im Halbdunkel stand. Die Mutter stieß ein tiefes, beruhigendes Blöken aus und nahm das Lamm in ihre schützende Nähe. David und Gregor sahen sich an, ein Lächeln der Erleichterung und des Glücks breitete sich auf ihren Gesichtern aus. Die Dunkelheit schien plötzlich weniger bedrohlich, die Sterne am Himmel leuchteten heller denn je. Sie hatten etwas Besonderes erlebt, etwas, das ihnen noch lange in Erinnerung bleiben würde. Bevor sie nach Hause zurückkehrten, blickten sie noch einmal auf die Stelle, an der das Lamm gefallen war. Das Gras war jetzt zurück an seinen Platz, als wäre nichts gewesen. Nur der stille, dunkle Wald zeugte von dem kleinen Wunder, das sich an diesem Abend ereignet hatte.